Und damit weiter in den Bundestag zu Luisa Stangl. Ja, Luisa, Olaf Scholz macht weiter, als wäre nichts. Dabei sind die Umfragewerte von ihm und seiner Partei ja desaströs. Wie sehr steht er unter Druck? Ja, Kanzler Scholz steht hier schon unter Druck, weil man auch merkt, der Haushalt, hier geht es nicht so richtig voran. Er hat auch den Haushalt tatsächlich in seiner Regierungserklärung angesprochen, hat hier von kollegialen Gesprächen gesprochen und hat dann ordentlich Gelächter im Plenum bekommen. Und dazu hat sich auch der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im Interview geäußert. Da hören wir mal rein. Wäre das vermutlich der einzige Grund, wo eine Partei glaubhaft sagen kann, wir sind raus? Wenn die Koalition zerbricht, dann an diesen Haushaltsverhandlungen. Ansonsten hält sie durch bis nächstes Jahr September. Ein Thema, was momentan auch viel diskutiert wird, ist der Bürgergeldentzug für Ukrainer. Ihr CSU-Kollege Alexander Dobrindt, der erwägt sogar, gewisse Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge wieder zurück in die Ukraine zu schicken. Und nun hat der JU-Chef Johannes Winkel gefordert, wehrpflichtigen ukrainischen Männern den Schutzstatus zu entziehen. Teilen Sie diese Forderung? Das Problem ist ja das Bürgergeld als solches. Das ist ja das Hauptproblem. Also ich bin dafür, dass wir das umstellen mit einer Frist, das kann schnell passieren, auf das Asylbewerberleistungsgesetz. Und dann sofort nicht nur Arbeitsanreize setzen, sondern sofort sagen, wer arbeiten kann, muss arbeiten gehen, ansonsten gibt es keine Sozialleistung. Ich finde, das muss auch für diejenigen gelten, die zu uns kommen und hier Schutz haben wollen. Und das muss auch für Ukrainer gelten. Und alles andere müssten natürlich die Ukrainer auch für sich entscheiden. Aber ich glaube, das Problem ist, dass Bürgergeld nicht nur für diejenigen, die zu uns kommen, sondern auch für diejenigen, die hier leben, setzt völlig die falschen Anreize. Und wir werden, wenn wir regieren, dieses Bürgergeld nicht nur in der Form, wir werden das gänzlich wieder zurücknehmen. Wir werden eine neue Grundsicherung einführen, wo es wieder Fördern und Fordern gibt, wo diejenigen unterstützt werden, die aus körperlichen Gründen zum Beispiel nicht arbeiten können. Aber jeder, der arbeiten kann, der muss arbeiten gehen. Ansonsten gibt es keine staatliche Unterstützung. Das ist die CDU-Position. Heute wurde im Kabinett eine Verschärfung des Ausweisungsrechts beschlossen. Wer terroristische Gewalt billigt oder im Netz sogar liked, der soll ausgewiesen werden. So zumindest die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Aber für wie realistisch halten Sie das Ganze denn? Denn wir schieben ja momentan noch nicht mal schwere Straftäter wieder ab. In der Sache finde ich das richtig. Ich finde, wer unsere Demokratie nicht nur nicht akzeptiert, sondern wer wirklich verfassungsfeind ist, und das ist hier offenkundig der Fall. Ich finde, das ist auch bei jemandem der Fall, wer auf die Straße geht und für ein Kalifat sich ausspricht. Wer das deutsche Gesetz nicht sieht, sondern andere Gesetze, ja, finde ich nicht nur richtig, dass abgeschoben wird. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde auch an den deutschen Pass gehen, wenn es einen Doppelpass gibt, dass der entzogen wird. Das Problem ist nur, dass immer nur angekündigt wird. Es wurde angekündigt, dass im großen Stil abgeschoben wird. Und dann am Ende haben die Grünen noch reinverhandelt, dass es einen Pflichtverteidiger gibt für bereits Abgeschobene, die nur auf die Abschiebung warten. Das heißt, das Problem ist einfach, Frau Faeser soll nicht reden, sie soll machen, sie soll handeln. Ich glaube ihr gar nichts. Erst in dem Moment, wo sie handelt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe ein großes Interesse daran. Ich sage nicht als Oppositionspolitiker, dass das alles schlecht ist, sondern ich habe ein großes Interesse daran, dass das funktioniert. Denn die Ampel regiert so schlecht, dass das mittlerweile negativ auf alle anderen Parteien mit abfärbt. Soweit also Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär. Er sieht hier bei der Bundesinnenministerin viele leere Worte. Auch er möchte hier, dass Taten folgen. Und er will auch, dass die Koalition hier sich mal geeint zeigt und nicht immer wieder blockiert wird innerhalb der Koalition. Dankeschön in den Bundestag.